Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin dein Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2023 aus Frankfurt mit dabei. Diesmal im Gespräch Nils Röttger und Gerhard Runze, die sich schon lange mit dem Thema Qualitätssicherung bei künstlichen Intelligenzen auseinandersetzen. Eine sehr spannende Folge, wo wir mal drauf schauen, was heißt denn eigentlich Qualität bei einer KI, welche Qualitätsmerkmale gibt es und wie kann ich diese testen. Das Gespräch hat meine Perspektive auf Testen von KI nochmal verändert und mich da auf ganz neue Gedanken gebracht. Beide sind auch Autoren des Buches Basiswissen KI testen, das gerade im D-Punkt Verlag erschienen ist, und wer die Folge bis zum Ende hört, der hat natürlich auch die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen, wo du dieses Buch gewinnen kannst. Aber jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, schön. Ja. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, hi Richie. Das finde ich auch ganz toll. QS-Tag 2023 hier in Frankfurt. Ganz viele spannende Themen. Und ihr habt ja ein Mega-Burner-Thema. Nämlich, es ist ja gerade so der heiße Scheiß KI und alles drum und dran. Und ja, ihr beschäftigt euch ja mit KI, habe ich so vernommen. Und in letzter Zeit, ich werde immer wieder gefragt, ja, wie testet man denn eigentlich eine KI? Und die Frage schmeiße ich euch jetzt einfach mal hin. Ja, es ist gar nicht so einfach. Und die Frage, die du jetzt gerade uns stellst, die haben wir uns natürlich auch schon gestellt. Ist echt schon auch ein paar Jahre her. 4, fast 5 Jahre schon mittlerweile. Da haben wir sind zusammen in der gleichen Firma bei Imbus und haben da uns ein internes Projekt überlegt, wie wir genau diese Frage beantworten können. Naja, Ziel war auch erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Also in der Zeit, da war jetzt noch nicht ChatGPT-Hype da, aber KI natürlich. Ja. Viel haben mit KI getestet, aber das Testen von KI war zu dem Zeitpunkt noch nicht so im Vordergrund. Und haben wir uns genau diesen Punkt rausgesucht, haben überlegt, ja, wie kriegt man das in den Griff? Was sind so die Kriterien, was sind so die Merkmale, auf was muss man achten, wie kann man vorgehen? Haben selber KIs trainiert und versucht rauszukriegen, wie sie funktionieren oder wie sie scheitern. Nils, haben wir diverse Erfahrungen gemacht, gell? Ja, das stimmt. Kann ich ja gleich mal erzählen, diesen einen Schwank. Und zwar haben wir eine Heizungssteuerung, da können sich die Zuhörer auch was drunter vorstellen, so eine Smart-Steuerung für eine Heizung, da kann man die Temperatur einstellen, kann irgendwas regeln. Und wir wollten mit Bilderkennung rausfinden, also die KI sollte rausfinden, was ist da gerade eingestellt. Also stellt euch einen Testfall vor, läuft die ganze Nacht und nachts um 3 wird ein Foto gemacht und dann soll die KI sagen, ja, da steht gerade das und das drauf. So. Und dann haben wir das gemacht, haben die KI belernt und dann hat die nicht so richtig funktioniert. Also Genauigkeit war immer so bei 40%, mal 45%. Dann kam der Kollege und hat gesagt, hey, ich habe 68, wow. Aber das reicht natürlich noch lange nicht aus. Und dann haben wir so eine sogenannte Heatmap da drauf gelegt und haben mal geschaut, wo lernt denn die KI eigentlich? Und was wir total übersehen hatten, war, dass auf allen Fotos ein Zeitstempel war von der Kamera. Und dann hat die KI den Zeitstempel gelernt und sonst nichts. Super. Ja, und das war, also es ist ein richtiger Aha-Erlebnis war das für uns und für die Kollegen, die das auch gemacht haben. Und da können wir heute noch von erzählen in den Vorträgen oder auch heute im Podcast. Ja, so kann es gehen, ne? Also wenn du was Falsches lernst, also shit in, shit out, dann hast du ein Problem hinterher. Und dann war das natürlich, wie gehen wir da jetzt ran? Und dann sind wir auch darauf gekommen, wir müssen uns ganz viel mit den Daten beschäftigen. Was haben wir denn eigentlich für Daten? Und auch da, also der Begriff Testdaten zum Beispiel, da wird ja im Bereich KI verwendet in einem KI-Workflow. Da brauche ich Testdaten, um das Netz zu belernen. Und wir als alte ISTQB-Hasen, weißt du auch, Testdaten, das ist das, was wir zum Testen nehmen. Aber was völlig unterschiedlich ist. Und dann muss man diese Begrifflichkeiten auch lernen, um auseinanderzuhalten. Und dann kam auch ziemlich schnell damals der Lehrplan damals noch vom A4Q. Ja. Die haben sich damit beschäftigt und haben einen Lehrplan rausgegeben zu dem ganzen Thema. Da ging es dann auch schon um Begrifflichkeiten, Definitionen. Dann ist ISTQB dazu gekommen, hat den Lehrplan rausgegeben, CTAI. Der wurde, glaube ich, letztes Jahr veröffentlicht. Der ist vorletztes Jahr schon aus 21 schon rausgekommen in Deutsch. Und
Englisch dann im letzten Jahr. Englisch und dann Deutsch im letzten Jahr, sowas, genau. Und der Gerhard und eine Kollegin von uns, die Verena, die hatten damals schon für A4Q Schulungen gehalten, zu dem A4Q-Lehrplan noch. Und wir haben uns auch, die Verena war auch mit in diesem Projekt mit dabei, und wir haben ganz viel zusammen gemacht, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir müssen uns da noch mehr mit beschäftigen, und haben dann gesagt, okay, dann schreiben wir doch ein Buch zu dem ISTQB CTAI. Ja, da kommen wir dann auch gleich dazu. Und so ist es halt gekommen, dass wir uns da ganz viel mit dem Thema beschäftigt haben. Und wie testet man KI? It depends. Ja, it depends. Genau. Aber wir müssen schon ein bisschen reingehen. Ne? Also was kann ich denn machen? Wie kann ich denn so eine KI irgendwie abbringen, sozusagen, dass ich sagen kann, okay, ich weiß, das tut irgendwie das, was es soll. Ja, Qualität ist ja auch erstmal die Frage, was meine ich damit? Ne? Also aus der klassischen Sicht kennt man so Qualitätsmerkmale, ne? So Qualitätskriterien, das kennt man, da gibt es dann die Funktionalität, da gibt es die Performance, da gibt es die Portierbarkeit. Das sind so diese Klassiker aus dem Qualitätsmanagement von Softwarequalität. Aber das ist ja auch KI ist normale Software, und die gilt da natürlich auch, aber das ist nicht alles. Ne? Da kommt noch mehr dazu. Und auch Teil dieser Lehrpläne ist eben darauf einzugehen, welche Qualitätskriterien, welche sind neu, welche verändern sich. Ich glaube, was mittlerweile jeder weiß, das ist, dass Funktionalität nicht mehr nur ein Ja-Nein ist, sondern ein, meistens, also eine statistische Größe. Also da geht es um, Nils, du hast es gerade gesagt, um Genauigkeit, um Präzision, um Sensitivität, und da gibt es ganz viele Metriken, um diese funktionale Performance, um diese funktionalen Leistungsmetriken, wie sie so ganz offiziell heißen in diesem Fachjargon. Das ist eines von den Qualitätsmerkmalen. Dann gibt es Merkmale wie Autonomie. Ja? Wie autonom kann ein System selbst agieren? Wie lange kann es das tun? Und unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen gibt es diese Autonomie wieder zurück? Denken wir an so ein selbstfahrendes Auto oder ein automatisiert fahrendes Auto, wie wir es ja heute ja nur noch haben. Die fahren auch nicht auf immer und ewig, sondern irgendwann ist mal der Spurassistent, sagt, nee, jetzt geht es hier nicht mehr um Hände ans Lenkrad. Ja, dann muss man sich überlegen, wie testet man das alles. Ne? Ja. Also was wir Tester ja gar nicht mögen, auch wieder aus dem klassischen, wir wollen immer Pass oder Fail. Wir wollen 1-0, geht nicht. Ja, aber wir wollen bestimmt nicht, vielleicht Pass. Ja. Ich weiß nicht, da kennen vielleicht auch einige Zuhörer noch diese Geschichte von, was war das, dieses AlphaGo und eins der ersten AlphaGo oder keine Ahnung, wo es dann gespielt hat gegen den Weltmeister im Go-Spiel, und dann die Entwickler bei Google gesagt haben, was macht denn der da? Ich weiß das nicht, was passiert denn da? Wieso macht er das und so? Und das ist ja auch etwas, was wir bei den Testschritten hassen, ne, als Tester. Wir wollen halt eigentlich bei jedem Testschritt sagen, jo, richtig oder nicht richtig. Und jetzt bei KI ist es dann so, dass wir vielleicht am Ende dann von den ganzen, nehmen wir mal an, 100 Testschritte sind dazwischen. Am Ende können wir sagen, jo, war gut. Und dazwischen haben wir aber nichts. Ja. Und da muss man sich dann Sachen überlegen. Dann sind wir dann bei diesen Messungen, die du jetzt schon erwähnt hast. Ne? Bei den Messungen, und du hast auch gerade gesagt, ne, also was soll rauskommen, heißt auch, wir wissen nicht, also wir haben nicht die Spezifikation des Systems, also dieses Testorakel, ne, das ist das Stichwort, was da immer fällt, das uns sagt, genauso muss das System arbeiten. Muss. Das gibt es da nicht mehr. Genauso sollte es in normaler Weise arbeiten. Manchmal tut es halt nicht, aber vielleicht ist das ja noch okay. Ne? Und das sind die Schwierigkeiten. Einen Apfel zu erkennen bei einer Bilderkennung fällt uns Menschen leicht, weil klar, wir wissen, was ein Apfel ist. Es kann aber schon passieren, dass so eine KI dann halt einen Apfel nicht als Apfel erkennt, was durchaus erlaubt ist. Ne? Und dann ist die Frage, wie soll ein Testfall ausschauen? Soll er das zulassen? Soll er das nicht zulassen? Dann wird es statistisch. Und an der Stelle ist dann auch die Frage, ich drehe mal den Bogen wieder zurück zu einem Lehrplan und wie testet man KI? Wie schreibe ich jetzt da einen Testfall? Der Testfall kann natürlich nicht lauten, ich gebe genau dieses Bild rein und da muss genauer Apfel rauskommen, und wenn das einmal gemacht wurde, dann stimmt's. Dann müssen wir ganz viele Äpfel nehmen oder ganz viele Bilder nehmen und schauen, ob das ein Apfel ist. Wie viele muss ich nehmen? Das sind dann genau die Fragen, die man sich stellen muss. Und dann gibt es Methoden. Und das sind die Testmethoden, die auch dann da im Lehrplan verortet sind, wie man
neue Ideen für Bilder bekommt. Also ein Apfel oder eine Aprikose, die so ähnlich wie ein Apfel aussieht oder so groß ist oder eine ähnliche Farbe hat oder. Na, und dann gibt es Methoden, wie man da auf neue Testfälle, auf neue Daten kommen kann. Und die sind da zum Beispiel metamorphes Testen ist eine der Verfahren, eine der Methoden, die es da gibt. Können wir ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich Genau. würde mal ganz kurz ein Qualitätsmerkmal, was mir auch wichtig ist, oder was ja auch viele diskutieren, diese ethischen Geschichten. Darf das Auto jetzt links rumfahren, rechts rumfahren? Und ich glaube, dass wir auch als Tester da in Zukunft mehr mit zu tun bekommen, weil wir dann auch zurückfahren müssen, ja, wie ist denn das mit der Anforderung? Was soll denn jetzt die KI eigentlich wirklich an der Stelle machen? Es ist dann nicht mehr so klar. Ne? Also in einer Unfallsituation fährt das Auto in irgendeine Richtung und ja, wie soll sich das Auto denn entscheiden? Oder soll es, was du gesagt hast, die Autonomie, also soll es die Fahrerei wieder an den Menschen zurückgeben, der da sitzt? Und ja, diese ethischen Aspekte spielen eine Rolle. Transparenz möchte ich unbedingt noch erwähnen. Das ist auch für uns Tester, glaube ich, ganz wichtig herauszufinden oder zu verstehen, wie die KI tickt. Warum entscheidet die KI jetzt so? Weil sonst kann ich als Tester wie soll ich die Qualität messen? Ja. Muss ich da reingucken können. Ja. In diese, und da sind noch so ein paar Sachen. Ich war hier auf dem QS-Tag, ich glaube, die Keynote, die war auch so in der Richtung Transparenz. Da gibt es einige Forschung dazu. XAI heißt das Ganze dann, Explainable AI. Wenn das interessiert, auch unbedingt mal reinschauen. Und damit werden wir auch immer mehr zu tun bekommen, denke ich. Ja. Das heißt, ich hab verstanden, es ist eigentlich, brauche ich als Tester ja eine ganz neue Denke. Ne? Ich bin gewohnt, meine 8, 7 oder 9 Qualitätskriterien, je nachdem, wo ich gerade hinschaue. Meine Merkmale, kann ich prüfen, die sind meistens auch sehr klar. Meine Testfälle sind sehr einfach, ja, nein. Und jetzt habe ich auf einmal ganz andere Qualitätskriterien und ich muss mir echt mal nochmal Gedanken machen, was heißt Qualität für mich dann im KI-Umfeld. Ne? Das ist einfach jetzt eine neue Definition. Und dann habe ich auch Testfälle, die nicht mehr sind, klick da und das kommt raus, sondern ich habe quasi mit Trainingsdaten zu tun, mit Statistik dahinter, mit Wahrscheinlichkeiten, mit Ungenauigkeiten, die ich einfach auch da in den Testfällen noch mit einpreisen muss, ne? Oder mit mir mit überlegen muss. Das heißt, so ein Testfall, das ist jetzt auch nicht mehr so mal schnell hingeschrieben. Ne? Ja, das stimmt. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn wir jetzt nicht sagen, das ist alles anders, wir müssen alles neu machen, so ist es ja auch nicht. Die ganze KI, letztendlich du hast gesagt, KI ist auch nur Software. Wir haben vielleicht ein großes Gesamtsystem und in das betten wir eine KI-Komponente ein. Das heißt, das, was wir früher gemacht haben, Performance-Tests, Usability-Tests der Software in sich, Regressionstests, Anforderungsanalyse, dieses ganze Zeug müssen wir natürlich trotzdem machen. Das fällt nicht einfach weg. Aber da, wo es um die KI-Komponente geht, da müssen wir, gebe ich dir völlig recht, umdenken. Teilweise neu denken und das eben mit anderen Methoden rangehen an die Sache. Das ist Habt ihr denn da noch 1, 2 andere Methoden, wie man Testfälle, ich setze immer unter Anführungszeichen, vielleicht sind es gar nicht mehr so sehr Testfälle, aber wie ich so Tests gestalten kann? Also ich habe im Klassischen, da habe ich meine Äquivalenzklasse, meine Grenzwerte, Entscheidungstabelle, tralala. Jetzt hast du hier schon Metamorphes Testen, genau. Gibt's da welche, was gibt es denn da noch? Aber vielleicht sollten wir Metamorphes Testen erstmal noch ein bisschen. Ja, vielleicht, das ist eine schöne Idee. So ein ganz bisschen erklären. Also oft haben wir auch schon gesagt, das Problem, dass ich nicht weiß, was rauskommen soll. Jetzt kann ich aber sagen, beim metamorphen Testen kann ich so rangehen, wenn ich die Daten oder die Eingabe ein Stück weit verändere, wo ich weiß, dass diese Veränderung nichts an dem Beispiel ändert. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich mache ein Dreieck und wenn ich alle Seiten um 5 cm verlängere, dann ist es immer noch ein Dreieck. Und das ist eigentlich schon diese metamorphe Relation. Also ich habe etwas mit den Daten gemacht, wo ich weiß, dass an dem Dreieck dann eben nichts passiert. So, und jetzt kann ich sagen, ich weiß zwar nicht, was die eigentliche Ausgabe ist. Wenn ich aber die Eingabe, die ich mache, so verändere, dass die Ausgabe dann trotzdem die gleiche sein muss, dann habe ich kann ich dadurch durch dieses metamorphe Test ein Stück weit mehr Vertrauen gewinnen. Weil ich weiß, dass der Algorithmus oder die Software oder die KI zumindest bei dieser Veränderung, die ich vorgenommen habe, die eigentlich an der Ausgabe nichts verändern soll, da macht sie es richtig. Das ist schon mal ein Vertrauensbeweis, den ich dann habe und kann einfach schon mal anders mit umgehen. Und wenn ich mehrere dieser metamorphen Relationen anwende, dann gewinne ich noch mehr Vertrauen. Ich weiß immer noch nicht, was eigentlich rauskommen muss, aber ich weiß,
dass sie da zumindest in den Teilen richtig gearbeitet hat. Und da kann man auch ganz lustige Experimente machen. Nehmen wir mal als Beispiel nochmal das Dreieck. Ich male ein Dreieck und habe einen Bildklassifikator, den ich eben diese Formen lernen lassen möchte. Und ich lasse das Dreieck lernen und ein Quadrat und einen Kreis. Und alle male ich mit Blau. Dann wird dieser Klassifikator sehr wahrscheinlich Dreieck erkennen, Viereck erkennen, Kreis erkennen. Wenn ich beim Belernen jetzt aber verschiedene Farben nehme für die Formen, also ich male einen roten Kreis, ein blaues Rechteck und ein gelbes Dreieck, dann könnte es passieren, und in Teilen passiert das dann auch mit diesen Tools, dass der Klassifikator nicht mehr anhand der Form entscheidet, sondern anhand der Farbe. Und jetzt metamorphe Relation im Test. Metamorphe ich dann nämlich die Farbe. Also ich mache dann ich weiß nicht mehr, was ich jetzt gesagt hatte, blauer Kreis war zum Lernen da, und dann nehme ich einfach ein blaues Rechteck. Und dann sagt mir die KI auf einmal, ja, das ist ein Kreis. Und da habe ich durch diese metamorphe Relation quasi herausgefunden, dass die KI da doch nicht sauber arbeitet, beziehungsweise falsche Prioritäten in ihrem Lernnetzwerk da irgendwie drin hat. Falsche Merkmale sich ausgezogen hat. Eben die Farbe als Merkmal rausgezogen hat, obwohl sie eigentlich keine Rolle spielen dürfte. Und das nutzt diese metamorphe Relation aus. Die Dinge, die eigentlich keine Rolle spielen, zu variieren, um das herauszutesten. Okay. Verstehe. Das ist eine ganz spannende Methode. Also für mich ein ganz neues Denken auch. Also du hast gesagt, wir müssen da schon noch ein bisschen anders rangehen. Ne? Ja, spannenderweise gibt es morphe Testen schon länger. Es ist gar nicht so neu, aber es ist jetzt halt, gewinnt eine neue Bedeutung. Ja. Ne? Gerade dann, wenn wir eben nicht wissen, was rauskommt. Testorakelproblem, ne? Gerade vorhin gesagt, ne? Wenn das fehlt, dann kann man hier tatsächlich noch ein bisschen mehr Testideen sich ausdenken. Und man kann ja sagen, KI kann man überall nutzen, aber da ist auch echt wieder Fantasie der Menschen gefragt. Was könnte da neue Testidee bringen? Welchen Parameter, wie zum Beispiel jetzt mit der Farbe, könnte ich variieren, um dann einen anderen metamorphen Test auszumachen? Du hast eben gesagt, das kennen wir schon lange. Es gibt noch andere Methoden, die wir eigentlich auch schon lange kennen beim ISDQB. Pairwise Testing. Ich habe ganz viele Eingabemöglichkeiten und möchte die dann paarweise alle Kombinationen sind viel zu viel, dann habe ich viel zu viele Testfälle, also hat man sich überlegt, wie kann ich das denn lösen? Und Pairwise Testing haben wir auch vor 10 Jahren schon mal irgendwie gehört. Ne? Ja, klar. So, jetzt ist aber typischerweise so bei KI, da haben wir auch ganz viele Parameter. Das heißt, wir haben da auch ganz viele Parameterkombinationen, die wir eigentlich im Test gegebenenfalls nutzen wollen. Und deswegen ist auch da wieder Pairwise Testing zum Beispiel auch eine Methode, die wir jetzt in dem, ich will nicht sagen, wird auch eine neue Bedeutung, die war schon immer super zum Testen, aber kann man hier auch sehr gut anwenden. Oder ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch AB-Testing, kennen auch viele, auch schon gemacht. Gewinnt jetzt hier auch wegen dem Testorakel-Problem auch wieder an Bedeutung, dass ich einfach vielleicht habe ich sogar wenn ich das Budget habe, 2 verschiedene Entwicklungsabteilungen, die 2 KIs belernen, die dasselbe Ziel haben, und hinterher nehme ich dann halt 2 verschiedene Anwendergruppen, die dann einfach mal drauf gucken und das Ganze bewerten. Also, so funktioniert der AB-Testing eigentlich immer. Ja. Ne? Wie sieht es denn so im Bereich vom Tooling aus? Merkt ihr da schon, dass da jetzt Werkzeuge entstehen, die das immer mehr auch unterstützen? Oder habt ihr vielleicht auch schon gute Beispiele, sagt, okay, da entstehen auch gute Testtools? Aber jetzt im Klassischen, da sind wir ja gut versorgt mit Automatisierungstools für alle Ebenen, tralala, die wir da nutzen können, ne? Oder Datengeneratoren oder sowas. Wie sieht das da im KI-Umfeld aus? Ist da schon brauchbares Material da? Ja, da tut sich ein bisschen was, aber tatsächlich ist der Toolbereich fokussiert weniger jetzt auf Generieren oder das Testen von KI und Tool-Unterstützung dafür. Da gibt es ein paar, aber die Tool-Unterstützung ist eher, ich möchte lieber KI einbauen in so ein Tool, um klassische Software zu testen. Da sieht man enormen Hype. Das sind, ich habe es ja vorhin auch gesagt, das kam sogar noch vor dem Testen von einer KI, lieber testen mit KI, weil wir spielen gerne und wollen neue Sachen ausprobieren. Das ist völlig menschlich und auch gut so. Aber es gibt so ein paar, also was wir auf jeden Fall nutzen und sehen, ist, dass die generativen KIs
eine große Bedeutung gewinnen, wenn wir zu wenig Testdaten haben, zum Beispiel. Das ist eine und Testdaten meine ich jetzt tatsächlich im klassischen Sinne, wenn wir uns mehr Testfälle auch für eine KI überlegen müssen, mehr Daten brauchen, um sicherer zu werden, und wir haben aber keine große Zahl realer Daten, dann sind tatsächlich generative KIs, die Text erzeugen für Chatbots, die Bilder erzeugen für Personenerkennung, die Daten erzeugen, synthetische Datenerzeugung für Finanzwesen oder so, die sind tatsächlich hierfür nutzbar. Ob sie jetzt explizit dafür gebaut wurden, ich würde sagen, man kann sie dafür gut nutzen. Ja. Auf jeden Fall. Und was man immer machen kann als Tester, denke ich, ist auch mal ChatGPT benutzen, um mal einen Test verschreiben zu lassen. Das hat doch bestimmt schon jeder gemacht. Aber auf jeden Fall, ja. Einfach um es mal auszuprobieren. Das sollte man ja in den Alltag einfließen lassen auch, ne? Einfach sich auch damit spielen und auseinandersetzen. Ne? Genau. Das ist, und, weil du gerade ChatGPT gesagt hast, ne, ich hatte gerade vorhin so ein Gespräch, die Verwendung von ChatGPT kann am Anfang ganz schön frustrieren, weil gerade wenn man ein guter Tester ist und weiß, was rauskommt, dann ist man sehr schnell, wenn man nicht viel tut, enttäuscht und sagt, hör mal, das kann ich aber besser. Oder da hätte ich mir mehr erwartet. Da meine Empfehlung, sich nicht frustrieren zu lassen, sondern dran zu bleiben, so ein bisschen mit den Prompts zu spielen. Da lässt sich noch ganz schön viel rausholen. Also nicht da die Flinte ins Korn werfen. Es geht mehr, glaube ich, als man echt denkt. Und wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, kann man sich echt gute Unterstützung holen, die einen nicht ersetzt. Das muss man auch sagen, die wird uns nicht ersetzen, sondern die erleichtert uns die Arbeit, weil die wird nicht weniger. Bitte. Ja, du hast ja nach Tools gefragt. Wo sicherlich auch viel Bewegung ist bei den Testautomatisierungstools. Da hast du ja, glaube ich, auch schon in einem oder anderen Podcast. Genau, ja. Da passiert einiges in dem Bereich. Könnt ihr mal bei Ritchie reinschauen. Ja, genau. So ist es, ja. Eine Sache, die quasi ja schon im klassischen Testen ja immer ein großes Thema ist, sind immer Testumgebungen, wie man die aufbereitet, hinstellt, virtualisiert, echt, wie auch immer mit den ganzen Umgebungen. Gibt es da bei der KI Unterschiede oder sind die Herausforderungen die gleichen oder wie geht man da damit um, wenn ich sowas testen möchte? Na, da gibt es natürlich Unterschiede, weil in der klassischen Software sind Eingabe, Ausgabe, Daten eher strukturiert, das sind Datenbanken, das sind Tabellen, das sind Sensordaten von physikalischen Systemen, die einfach strukturiert sind im Normalfall. Für KI-Anwendungen passiert Folgendes, dass die die Bandbreite der Inputs wird enorm groß. Das heißt, hier die Art der Daten wird realer, und wir können nicht mehr einfach nur mit einem Satz von, jetzt sind wir wie bei den klassischen Testdaten, ich nehme 25 Testdaten und die stecke ich in so ein Input-Output-System, sondern ich muss eine ganze Umgebung simulieren. Denken wir ans autonome Fahren, also die jetzt da zuhören und in dem Bereich tätig sind, die wissen genau, wovon wir da sprechen. Die müssen ganze Städte, ganze Straßenzüge, Gebäude, Passanten, andere Fahrzeuge simulieren, um ihr Fahrzeug zu testen. Und das macht man nicht nur für normale klassische Softwarekomponenten im Auto, sondern insbesondere gerade bei KI-Komponenten, die Kameras haben, die LiDAR-Sensoren, die Radarsensoren haben, diese multimodalen Inputs, wie man da immer so schön sagt, die zu simulieren, ist nicht so einfach, und diese Simulationsumgebungen müssen sehr aufwendig sein, um das sicherstellen zu können, dass das so realistisch wie möglich ist. Ganz realistisch wird es nie werden. Aber das ist eine der größten Herausforderungen in solchen Testumgebungen. Und KI-Systeme sind halt vornehmlich in so eher Realszenario eingebettet als in, ich sage jetzt mal so, mit dem Reißbrett vorgezeichneten Szenarien. Und ist auch unwahrscheinlich teuer.
Ne? Also wenn du in der Realität testen willst, also auch wieder autonomes Fahren, brauchst Statisten und was weiß ich, der halber Hollywood-Film dann. Ja. Das ist ja nicht machbar, deswegen muss man da sehr viel auf Virtualisierung setzen. Und da in allen Bereichen. Also da braucht man auch viel Rechenleistung, typischerweise. Daten müssen bereitgestellt werden, müssen wiederverwendbar sein, müssen anonym sein. Also einiges zu tun. Da sprichst du jetzt gerade noch was Schönes an, Wiederverwendbarkeit. Also doch, da denke ich auch gleich mal so eine Reproduzierbarkeit. Das ist ja vielleicht auch so ein heikles Thema, aber bis jetzt ist es ja so, eine Revision, hier, zack, das ist alles. Ich kann den Testfall nehmen mit der Version von damals, EPIA, die Daten und passt alles. Ne? So im Bestfall. Ja, heißes Thema. Ja. Heißes Thema, weil da passiert ganz schön viel numerisch und beim Trainieren, aber eben auch beim Simulieren. Und Reproduzierbarkeit ist enorm schwer herzustellen und ich will jetzt nicht sagen unmöglich, aber man muss schon einen Riesenaufwand treiben, weil halt ganz viel auch mit Zufallsgeneratoren läuft, zum Beispiel beim Trainieren. Da werden die Parameter von neuronalen Netzen sehr oft per Zufall ausgewählt. Und dann muss man sich eben den Zufall wiederholen können. Also Random Seeds unbedingt mit abspeichern. Das ist das, was die Frameworks alle machen oder zumindest machen können. Hilft nicht immer. Also nicht jeder Zustand wird tatsächlich konkret festgehalten und manchmal lassen sich Ergebnisse nicht reproduzieren. Das ist tatsächlich so. Und es gibt gerade in dem Zusammenhang, gerade autonomes Fahren, das szenariobasierte Testen. Und das habe ich gerade davon gesprochen, diese simulierten Fahrszenarien. Da ist tatsächlich nicht das Ziel, die reproduzierbar zu machen, sondern zumindest das Szenario so sauber wie möglich zu beschreiben, sodass das Grundprinzip reproduzierbar ist, wenn auch nicht, bitexakt jeder Durchlauf und jedes Ergebnis. Weil, wir haben ja gerade schon gehört, die Statistik macht es aus und dann ist es nicht jedes Ergebnis reproduzierbar, aber die Statistik als solche ist dann reproduzierbar. Und dann hat man eigentlich sein Ziel erreicht. Ja, vielleicht noch szenariobasiertes Testen auch noch mal ein bisschen mehr als nur den Begriff. Ja. Also es ist dann nicht immer der Testfall, das Auto fährt auf die Kreuzung und es ist rot und was macht es jetzt, sondern es ist dann, das Auto fährt auf die Kreuzung, es ist rot, von rechts kommt ein LKW, von vorne kommt ein Bus, links ist eine Frau, rechts spielt ein kleines Kind, da oben das Wetter spielt eine Rolle, Sonneneinstrahlung, was weiß ich. Also wird viel dieser realen Parameter, die man dann später vielleicht hat, festgehalten. Also viel mehr, früher haben wir dann Nebenbedingungen zugesagt. Ja. Klassisch. Und das ist jetzt eine Riesenlatte und deswegen dieses Szenario aufmalen. Ganz viele Parameter. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, nochmal aufgreifen. Reproduzierbarkeit, Normung oder auch überhaupt Standards zu dem ganzen Thema. Wir hatten ja jetzt schon gesagt, den CTAI vom ISTQB, der hat den A4Q abgelöst, aber es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel auch die DIN beschäftigt sich damit. Da waren ja du vor allem, Gerhard, beim zweiten Teil war ich dann auch mit dabei, bei der DIN-Normungsroadmap und auch da war dann auch diese Diskussion, ne, wie machen wir das denn eigentlich, wenn wir jetzt was normen und wie können wir das denn machen, wenn wir keine Reproduzierbarkeit haben. Also das ist auch, glaube ich, noch nicht vollständig zu Ende gedacht, wie das dann später funktionieren kann. Nee, also in der Normungsroadmap, danke, dass du da nochmal den Hinweis gibst, das war ein spannendes Thema. Die ist tatsächlich von der Bundesregierung initiiert worden, ne, auf dem Digitalgipfel dann auch vorgestellt. Die Normungsroadmap sollte und macht es auch jetzt schon in der zweiten Ausgabe, die Bedarfe aufweisen, wo Normierung notwendig und gefordert ist. Und da haben viele, also das sind mehrere hundert Autoren tatsächlich mitgeschrieben. Also es ist ein echtes Megawerk, kann man sagen, aber richtig gepackt voll mit guten Informationen, die zum einen kritisch hinterfragen, wie ist der Finanzbereich, wie ist der Medizinbereich zur Norm, wie ist Verkehrsbereiche sind zur Norm, Finanzbereich habe ich gerade schon gesagt, genau. Also es gibt da einmal Domänen, die da betrachtet werden, aber auch so ganz grundlegende Dinge in dieser Roadmap, wie zum Beispiel der EU AI Act.
Auswirkungen haben wird, ne, was aus dem heraus an Normung stattfinden sollte. Und gerade im Moment laufen gerade die ersten Workshops dazu, wie das konkret wird, in welchen Standardization Bodies, also ob es auf europäischer oder auch gleich auf internationaler Norm einzukippen ist, diese Bedarfe. Denkt zum Beispiel an diese großen Sprachmodelle, diese Large Language Models, ne, wie ChatGPT 1 ist, hat sich auch eine Gruppe geformt, die an der Stelle gerade die Bedarfe strukturiert und versucht, hier die Normung anzustoßen. Ja, das ist da wird noch einiges, einige Trainingsdaten in der KI verschwinden, bevor es da wahrscheinlich Ergebnisse gibt. Also, jetzt habt ihr ja euch schon lange beschäftigt mit dem Thema und ihr habt es ja vorher schon gesagt, es gibt da jetzt auch ein Buch dazu. Also jetzt gerade hier noch nur das Deckblatt, aber es ist schon, bis die Folge quasi ausgestrahlt wird, werden wir das Buch auch in Händen halten können. Könnt ihr da mal einen kurzen Abriss Der Entwickler würde sagen, wir sind fast fertig. Genau. Ohne jetzt die Entwickler diskriminieren zu wollen. Das ist alles gut. Fast fertig, genau. Das Cover ist schon mal da. Genau. Basiswissen KI testen im D-Punkt Verlag erscheint das. Könnt ihr mal einen kurzen Abriss geben, was ihr da drinnen, wie der Faden da so durchgeht durch das Buch, was ihr damit abdeckt? Ja, wir können auch gleich mal die einzelnen Kapitel dann so ein bisschen beleuchten. Ein paar Sachen haben wir jetzt auch schon besprochen. Ein Kapitel ist nämlich zum Beispiel Testmethoden. Welche Testmethoden, die wir schon kennen oder welche neuen gibt es vielleicht auch. Prinzipiell basiert das Buch auf dem CTAI-Lehrplan vom ISTQB oder auch vom DTB, vom German Testing Board. Und wir haben uns da auch im Wesentlichen an die Kapitel gehalten. Was wir aber zusätzlich gemacht haben, ich glaube, das ist auch ein echter Mehrwert, wir haben unsere Erfahrung, die wir jetzt schon gesammelt haben, damals im ersten Forschungsprojekt und jetzt auch in den echten Projekten mit einfließen lassen und haben auch hands-on, also wir haben mehr Übungen, als der Lehrplan vorsieht, in dem Buch mit reingepackt, natürlich auch mit Lösungen. Da wird auch auf Git dann etwas da sein, wo sich dann die Leser die Lösung sozusagen runterladen können, beziehungsweise dann auch selber mitmachen können und dann mal ein Jupyter Notebook belernen können und damit rumspielen können. Und ich glaube, das ist ein echter Mehrwert. Also es soll zum einen ein Nachschlagewerk sein, dass man mal nachgucken kann, wie war das eigentlich, wie macht man das? Und zum einen aber auch, dass man mitarbeitet und das, was man da gerade gelesen hat, dann auch wirklich mal anwendet. Also zum Beispiel auch mal Pairwise Testing oder so benutzt, eine Excel-Tabelle von mir aus. Egal, aber ist dann halt dabei und dass man es auch mal ausprobiert. Ja, aber Pairwise hat ja in den alten Lehrplänen so ein bisschen, also ist benannt, ne? Man erklärt das kurz in dem Kurs, ne? Und zeigt das Konzept, aber so wirklich praktisch ist ja da keine. Ja, ich denke, das ist auch einer der großen Mehrwerte. Einerseits vom Lehrplan selbst, weil das in den Schulungen auch tatsächlich gefordert ist, Hands-ons zu machen. Also in solchen Trainings müssen dann die Teilnehmer tatsächlich hier vor ihrem Laptop sitzen und ein Netzwerk trainieren. Aber das wird eben auch im Buch so gemacht und da gehen wir halt durch diese ganzen Testmethoden, die gerade für KI vom Lehrplan benannt werden und geben da Beispiele und auch zum manchmal selber nachvollziehen. Ja. Aber natürlich sind da auch Sachen drin, auch ganz am Anfang, was im Lehrplan ja auch drin ist. Was ist überhaupt ein neuronales Netz? Oder was gibt es für unterschiedliche KIs und so weiter? Also es wird schon von Grund auf... Also ich muss kein KI-Experte sein. Genau, darauf wollte ich hinaus. CTFL wird, glaube ich, mehr oder weniger vorausgesetzt. Da gehen wir dann auch nicht mehr so auf die Begrifflichkeiten ein. Da sagen wir schon, okay, wenn ihr den CTFL könnt, dann ist okay. Man wird das Buch auch lesen können, wenn man den CTFL jetzt noch nicht hat. Wird man auch einiges verstehen. Aber was KI angeht, fangen wir ja nicht bei Null, aber wir fangen relativ weit vorne an und es geht dann peu à peu immer weiter. Und, ja. Super, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, wir haben am Anfang gesagt, man muss als Tester jetzt beginnen, neu zu denken. Ich habe nicht mehr nur meine klassischen Qualitätsmerkmale, ich habe jetzt noch mehr, ich habe neue, ich habe eher statistischen Zugang, ich habe eine gewisse Ungenauigkeit, eine Wahrscheinlichkeit, mit der ich arbeite. Das bedeutet, glaube ich, für viele Tester auch ein neues Denken und da hilft, denke ich, sicher so ein Werk auch, dieses Mindset weiter zu schärfen und sich dann mit den Themen auseinanderzusetzen. Genau. Und da haben wir natürlich mit der Kollegin Verena auch nochmal, weil die kam nämlich aus dem KI-Experten, mehr oder weniger zum Test. Wir kamen aus dem Test. Okay. Und das war natürlich dann auch super, sich mit der auszutauschen und eben darüber zu diskutieren, wie machen wir das denn jetzt eigentlich. Sehr schön. Und sehr gut.
Also wir können sagen, dass, wenn die Folge ausgestrahlt wird, also jetzt, gibt es das Buch schon. Ja. Und weil das auch so wichtig ist, haben wir auch da wieder eine Verlosung. Und zwar werden 5 Exemplare hier verlost. Den Link gibt es in den Shownotes. Und da haben wir schon den ersten Einblick zu haben, wie es mit KI-Testen funktioniert und wie man da weiterkommt. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für euren vielen Input heute schon mal. Also ich glaube, wir könnten locker noch eine zweite Folge machen. Machen wir vielleicht auch, aber ich glaube, das Thema ist auch gerade brandheiß. Und da können wir noch weitergehen. Also ich danke euch sehr für Rede und Antwort. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am QS-Tag. Und bis bald. Ja. Danke dir, Richie. Danke dir, Richie. Danke. Ciao. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss.